Und aus Grün wird schwarz. Die Bundestagsabgeordnete Melis Seckmann aus Mannheim hat angekündigt, die Fraktion zu wechseln. Die 30-Jährige läuft aus Frust über. Vor allem die Wirtschaftspolitik von Robert Habeck habe ihr zugesetzt. Melis Seckmann muss eine Hand nach der anderen schütteln. Erste Fraktionssitzung mit den künftigen Kollegen bei der CDU. Die Bundestagsabgeordnete hat genug von ihrer bisherigen Partei, den Grünen. Sie ist aus der Fraktion ausgetreten, will zur Union wechseln. Ich habe Friedrich Merz kennengelernt. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und wir waren uns schnell einig, dass wir das Grundsatzprogramm gemeinsam mit Leben füllen wollen. Dafür brauchen wir eine Debattenkultur, die auch unbequeme Realitäten benennen kann und in dem Menschen für ihre Meinung oder für ihre Sorgen nicht in Schubladen gesteckt werden. Parteichef Friedrich Merz freut sich über den Neuzugang. Ich habe großen Respekt vor diesem Schritt. Das ist ja ein Schritt, der schwer ist, dem niemand leicht fällt. Aber wir werden sie aufnehmen in unsere Fraktion. Sie wird für unsere Bundestagsfraktion eine Bereicherung sein. Melis Seckmann saß für die Grünen im Wirtschaftsausschuss, hatte sich immer wieder etwa für Steuersenkungen von Start-ups stark gemacht. Enttäuschung über die Wirtschaftspolitik der Partei soll ein Grund für ihren Austritt gewesen sein. Aber auch bei der Migrationspolitik lag Melis Seckmann, die selbst türkische Wurzeln hat, mit den Grünen über Kreuz. Vor 2 Wochen erst forderte sie einen klareren Kurs. Die Grünen nicht begeistert von dem Austritt, die Fraktionsvorsitzende gibt sich zerknirscht. Es ist, glaube ich, sehr klar, auch wenn ich das bedauere, Reisende kann man nicht aufhalten. Streit könnte noch mit Melis Seckmanns bisherigen grünen Kreisverband drohen. Der fordert sie nun auf, ihr Bundestagsmandat niederzulegen. Sie solle ihren Platz an einen anderen Grünen abgeben. Darüber möchte ich sprechen mit Dorothea Schopeus für uns im Bundestag. Ja, Dorothea, das ist das Ganze ärgerlich für die Grünen, das kann man sich vorstellen. Jetzt aber auch diese Kritik. Wie verständlich ist das? Gibt es sowas überhaupt öfter? Das letzte Mal, dass im Bundestag von den Grünen zu den Schwarzen, also von den Grünen zur CDU gewechselt wurde, das war 1996. Vera Lengsfeld hatte diesen Schritt getan. Es ist also nicht gerade üblich, dass man einfach so Partei wechselt, vor allem nicht zur Opposition wechselt. Und die Grünen und die CDU haben jetzt nicht unbedingt so viele Überschneidungsflächen. Melis Seckmann hat gesagt, dass es um Wirtschaftspolitik, aber auch Migrationspolitik geht bei dieser Entscheidung. Und wenn man ihr Instagram, ihr Twitter und ihre Aussagen, ihre politischen Aussagen etwas verfolgt hat über die letzten Wochen, dann konnte man ziemlich schnell sehen, dass Melis Seckmann innerhalb der eigenen Partei schon teilweise fast die Oppositionsrolle übernommen hat. Gerade in Mannheim, woher sie ja auch kommt, wo sie Abgeordnete ist. In Mannheim hat es diesen Mord an den Polizisten in Mannheim gegeben. Und wie sie mit dieser Debatte rund um Islamismus und illegale Migration umgegangen ist, das war schon anders, als viele andere grünen Abgeordneten das getan haben. Nun hat sie sich entschieden, zur Opposition abzuwandern. Ich stehe vor der Fraktion der CDU-CSU hier hinter mir. Ich zeige einmal drauf, denn da hinter verschlossenen Türen ist sie heute schon unter den CDU-Abgeordneten gewesen. Wir haben es im Beitrag auch gesehen. Sie hat Friedrich Merz die Hand geschüttelt, Carsten Linnemann, dem Generalsekretär, und ist wohl mit großem Applaus in Empfang genommen worden. Die CDU freut sich natürlich sehr, diesen Coup gegenüber den Grünen eingefahren haben zu können, dass sie damit zeigen können, bei den Grünen läuft es so schlecht, sie kommen jetzt sogar schon zu uns. Das passt natürlich momentan in die Karten des Oppositionsführers Friedrich Merz. Dorothea, danke dir.